Ja, stimmt. Also, das sind jetzt aktuell die Chancen, die wir haben. Prellbock hat 0,22. Rein da. Hanrizzle. Oh mein Gott, was? Leute, ich musste Dorsa virtuell, weil im Real Life kriege ich das ja nicht hin als kleiner Zwerg gegen diese Maschine, aber virtuell musste ich ihn wirklich richtig prügeln, damit er mir meinen Char auf EU20 auch wieder zurückgibt, ne? Nein, das ist natürlich ein Spaß, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget auf meinem Kanal. Hanrizzle auf EU20, jetzt auch einfach an Hanrizzle YouTube, ja, also so wie sich das auch gehört. Und ich möchte erstmal nur ein paar Dinge sagen. Erstens, ja, Dorsa, das ist er, Level 20, der Beste, ja, wirklich, krass. Ich habe ja echt gezweifelt, ob ich EU20 überhaupt spielen kann, weil halt der Server-Startzeitpunkt mit meinem Urlaub so blöd kollidiert ist. Und ja, Dorsa hatte sich bereit erklärt, das zu übernehmen. Wir haben sehr viele Nachrichten ausgetauscht. Ich habe teilweise Sprachnachrichten geschickt, habe die dann wieder gelöscht, weil ich halt dachte, es ist zu kompliziert oder zu viel erklärt oder so, weil es halt wirklich darum ging, zu vermitteln, was halt wichtig ist und halt auch Sachen mit auf den Weg zu geben. Denn Dorsa hat ja meinen Char gesittet in den ersten 3 Tagen. An Tag 1 war er Level 57, an Tag 2 175, an Tag 3 220, also heftig. Er hatte das noch nie zuvor gemacht und ich halt auch nicht. Wir hatten beide nur theoretisches Wissen und er hat ja dann das Ganze auch vor allen Dingen an Tag 1 gestreamt. Tag 1, sein Stream ist jetzt auf YouTube per VOD ja, sichtbar. Gönnt euch das Ganze. Ich habe ja eine Szene dafür auch gleich mal reingenommen. Die war nämlich sehr witzig, weil ich da im Chat war und zack, boom, lag der Dungeon. Ich habe teilweise auch in seinem Stream ja, im Chat das Ganze mitverfolgt, als meine Mädchen im Urlaub gepennt haben quasi. Also Freundin und Kind. Ja, und es war schon krass. Also es hat bei mir wirklich gejuckt. Ich hätte das sehr gerne auch selber gespielt, aber ich glaube, ich hätte es selber auch gar nicht besser hinbekommen, denn ja, es haben andere Spieler auf EU20 natürlich noch krasser gemacht, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn man jetzt nicht mit 7K Pilzen an Tag 1 reingeht, sondern halt mit ein bisschen mehr und dann eben auch die Möglichkeiten nutzt, auch an Tag 2, an Tag 3 dementsprechend. Und deshalb riesengroßes Shoutout an Dorsa auf jeden Fall dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und auch riesen Shoutout an euch Leute, die Community, vor allen Dingen an die Dorsa-Chat-Community. Auch viele sind ja auch, sage ich mal, kennen meinen Kanal auch und so, ist ganz klar, aber ich nenne es jetzt einfach mal Dorsa-Chat-Community, denn ihr habt den lieben, guten, echt zu krassen Streams, ja, oder zu krassen Streams beigesteuert, supportet. Die Stimmung war wohl sehr, sehr positiv. Also als ich live dabei war, habe ich es gesehen, aber auch so allgemein hat er auch selber gesagt, dass es krass ist, wie viel ihm Leute den Erfolg auch gegönnt haben, die mitgefiebert haben, wenn es mal kritisch wurde, wo es auch Tipps gab, hilfreiche, ja, was auch immer, Chats, Kommentare, Beisteuerungen, auch so von den Zahlen her, die Streams waren richtig, richtig krass. Das freut mich für ihn, dass das so funktioniert hat. Dementsprechend hat es für meinen Char auch relativ gut funktioniert, möchte ich sagen. Das Zweite, was ich definitiv kurz ansprechen will, ist, es gab ein paar Fragen via YouTube bei ihm. Auf dem Kanal habe ich gesehen, eine zum Beispiel, warum ich denn so viel Pilze in diesen Char investiert habe, wenn ich doch eigentlich angekündigt habe, mehr oder weniger ja, mit Content aufzuhören. Das hat sich nicht geändert, nur ist halt EU20 für mich als Serverstart schon sehr lange geplant gewesen bei den Gem Miners. Ich habe mich vor EU10 schon auf jeden Fall für EU20 eigentlich bereit erklärt, nachdem ich ja auf EU5 relativ lange einen guten Char gespielt habe, den aber dann fahrlässig habe zergehen lassen, weil ich natürlich per Content Creation auf die neueren Server aufgesprungen bin. Und das Ganze fällt halt weg. Ich werde vielleicht mal den einen oder anderen Serverstart auf jeden Fall mitspielen, aber dass ich dazu Videos mache, Analysen, Projekte, fällt ja alles flach, weil ich eben perspektivisch keine Aufnahmezeitpunkte habe und das mich deshalb vorab ja schon bewusst dafür entschieden habe, keinen Content zu machen, damit ich gar nicht in diese Bredouille komme, immer ja an diese Zeit zu denken, die man halt braucht. Aufnahmezeitpunkte finden, dann halt alles aufnehmen, rendern, das ist sehr stressig. Diesen Stress
kann ich mir halt nicht mehr geben als Hobby im Zuge meines Familienzuwachses und deshalb war für mich EU20 als Projekt fest. Und jetzt habe ich meinen Char dank Dorsa wirklich sehr gut gespielt. Ich habe jetzt heute auch schon ein bisschen gespielt und nachdem halt die Gemmines rausgefunden haben, dass Dorsa jetzt nicht mehr am Start ist, haben sie mich erstmal gekickt. Nein, Spaß, Leute. Ich bin gekickt worden für Festungspartnerschaft. Mein Festungspartner hat mich auch schon auf jeden Fall einmal gefunden, wahrscheinlich schon mehrfach. Ich muss ihn gleich auch noch suchen. Und dann geht es darum, natürlich auf diesem Char die Unterwelt freizuschalten, weil in den Dungeons geht echt nicht viel. Es haben mittlerweile schon fast 100 Leute in die Unterwelt. Also gestern waren es, glaube ich, 40. Heute haben einige nachgezogen. Diesen Bonus braucht man, um auch in den Leveln wieder ein bisschen weiter zu steigen. Und außerdem hoffe ich mir ja dann auch das Glücksrad, um auch noch in den Pets besser zu stehen. Deshalb, der wichtigste Schritt ist jetzt Festungspartnerschaft. Ich habe meine Festung jetzt noch nicht ausgebaut, das werde ich dann auch gleich machen, wenn wir uns genug getradet haben, weil ich sonst in der Ehre wieder, in der Festungsehrenhalle Ehre zu weit, sag ich mal, nach vorne pushen würde. Und dann geht das Ganze auch steil. Dann werden wir hier einen richtig guten Char spielen, der lückenlos gespielt wird. Das ist das Ziel, ja. Ne? Dorsa hat dieses Projekt geführt mit seiner Reichweite. Viele Leute haben das mitbekommen, haben das gefeiert. Und jetzt liegt der Ball bei mir. Ich möchte diesen Char, auch wenn ich kein Content mehr mache, vielleicht auch offiziell kein Content Creator irgendwann mehr bin, zu Shakes and Fidget in dieser Form, möchte ich, dass der Char deutlich weniger Lücken bekommt als mein eigentlicher Main Char. Ich möchte, dass dieser Char wirklich gut gespielt wird von mir täglich, ja, und auch dann im weiteren Prozess, dass ich in ein paar Jahren sagen kann, okay, klar, hier gibt es die Avatar-Leute, die Avatar-Racer, hier gibt es die richtig krassen Spieler, the best of the best, der top of the top, was auch immer. Ich will hier nicht komplett konkurrieren, vor allen Dingen nicht jetzt, aber ich möchte in 2-3 Jahren sagen können, okay, ich bin zumindest nicht abgeschlagen, ja. Und das wird meine Challenge. Der Druck ist riesig, ja. Jeder kann dann sagen, ey, Dorsa hat sich da ein Zeug gelegt, du hast so viel Pilze am Anfang in den Char gesteckt, das kannst du jetzt nicht wegwerfen, das Ganze. Und das möchte ich nicht. Und das wird jetzt langfristig mein Ziel sein für diesen Server. Und alles, was da folgt, im Detail wird es da hin und wieder sicherlich mal ein Update geben von mir. Und da kommen wir noch zum Schluss. Es gab auch für mich etwas überraschend eine Änderung im Elevator, ich bin jetzt nicht in der Gilde, deshalb sehe ich das nicht. Die Hell-Token-Rewards, also dass da keine Früchte oder nicht alle Früchte dabei sind. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich merke das jetzt bei Erde. Also Erde ist ein Habitat, was noch keine Früchte im Elevator bekommt vor Etage 150 oder sowas. Stand jetzt, also in diesem Elevator. Im nächsten Elevator kann sich das ändern. Playa hat ja offiziell dazu ein Statement gemacht. Aber das trifft mich jetzt ein bisschen, weil ich natürlich eigentlich davon ausging, dass ich alle Früchte mehrfach bekomme. Genau aus diesem Grund hat das Playa ja eben auch ein bisschen geändert, damit man sich nicht jetzt vollfeeden kann mit den Früchten. Und ich habe halt natürlich zum Beispiel hier an den ersten 2 Tagen Mammuthauen voll gefüttert und habe aber 2 Früchte jetzt schon weniger verfüttert an Lilliput. Krieg heute auch keins mehr. Also da hänge ich auf jeden Fall hinterher. Bei Licht sieht es okay aus, bei Schatten sieht es auch okay aus. Schatten und Feuer und Licht kriegen Früchte im Elevator. Licht jetzt hier noch nicht so viel, aber Feuer auf jeden Fall und Schatten. Ja, und bei Wasser muss ich jetzt auch gucken, weil ich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sind, 2 Pets zu füttern. Also das wird heftig, zumal natürlich 2 Spieler auch schon die Pets an Tag 1 hatten. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber also ob ich hier eine Top-Position halten werde, wie auf EU19, weiß ich noch nicht. Aber ist halt jetzt so, ja. Es gibt jetzt andere Themen, die wichtiger sind. Ich muss auch nochmal gucken im Arena Manager. Ja, ich will jetzt eigentlich nur einen Skip bekommen erstmal. Und dann seid ihr mal auf Stand. Also ich habe das mega gefeiert. Dorsas VOD zu Tag 1 habe ich auch mal verlinkt. Das war sehr, sehr krass.
dass es so gut funktioniert hat und mich freut es halt wirklich, deshalb supportet das Video auf jeden Fall auch nochmal von ihm, auch wenn ihr es vielleicht schon mal gesehen habt oder live dabei wart, dass ja, das sollte man jetzt nicht vergessen, dass er da echt wirklich gut performt hat, ja, also richtig gut, richtig gut, muss ich sagen. Ach, guck mal, ich habe einen Stein bekommen ohne Gildenbonus, also 84 anstelle 220, etwas unglücklich. Naja, gut, wie dem auch sei, wir haben jetzt was vor, deshalb mach jetzt erstmal Schluss, haut da rein, Leute, macht das, tschüss und servus und PS, falls jemand noch Fragen hat zu dem ganzen Thema, stellt sie gerne, ich beantworte diese natürlich auch gern. Also, ciao.